waren wir eher so auf den ausgetretenen Pfaden unterwegs. Aber heute geht's auf ins Ungewisse. Wir verlassen die Ruta 40, damit die letzte Teerbastion. Wir fahren jetzt quer durch die Meseta de la Muerte. Also unser Ziel ist Villa O'Higgins auf der chilenischen Seite. Das ist der Beginn der legendären Carretera Austral, von der alle Allradfahrer träumen. Und da gibt es auch eine Straße bis hin zur Grenze. Das Problem ist nur hier, von der argentinischen Seite, da hört die Straße nämlich einfach auf. Und es kommen 12 Kilometer Flussbett. Schauen wir mal, wie es läuft. Die Schneekette ist schon die chilenische Seite. Zumindest können wir schon mal rüberwinken. Da ist ein toller Bergpass, der eigentlich nur für Pferde und Fußgänger ist, der Paso Mayer. Einige Allradfahrzeuge haben es schon probiert und auch geschafft. Viele mussten umdrehen. Wir müssen vor allem mal schauen, wie hoch der Wasserstand vom Rio Mayer ist, weil davon hängt es ab, ob wir einmal durchkommen oder nicht. Heute Morgen haben wir jemanden gefragt, der sich damit auskennt und der meinte, keine Chance. Zu schlammig, zu viel Regen, der Fluss ist zu hoch. Und meiner Mami haben wir davon nichts erzählt. Psst. Sobald man die Hauptrouten verlässt, wird es sofort wild und einsam. Und die Pampa wurde dann so nach und nach zu einem ganz herrlichen Hochtal. Ein paar vereinzelte Bauernhöfe noch, wunderbare Berglandschaft. Der Zivilisation vor der chilenischen Grenze. Aber weißt du, was die vielen Pfützen bedeuten? Dass es viel geregnet hat, viel mehr Wasser als normal. Also da hinten sieht man jetzt schon das Tal, wo es reingehen müsste. Schaut eigentlich ganz lieblich aus bis jetzt. Ja, unser Flusstal. Schau mal, der Rio Mayer. Ja, genau. Da kommt er rein, von links. Dann kam schon die erste Schlüsselstelle. Wieso denn jetzt hier schon durchs Wasser? Wir sind ungefähr 7 Kilometer vor Straßenende und bisher war es einfach nur eine leichte Piste und ganz herrliche Landschaft. Aber schon kommt die erste Flussdurchquerung. Ja, und wie immer bei so erstmaligen Sachen sind wir nervös. Irgendwer muss jetzt durch. Tue ich mal hier eine kleine Leuchtboje hin. Falls mal am Rückweg noch mal schauen will, dann lege ich den Stein jetzt so hin, dass wenn er nicht mehr zu sehen ist, dann ist das Wasser mindestens 20 cm gestiegen. Welcher Rückweg? Latscht jetzt einer rein? Tja, Ja. ich weiß nicht. Ich bin's, glaube ich, nicht. Da wusste man halt nicht genau, wie ist der Boden. Jetzt ist das eher schlammig oder ist das Kies, der trägt. Ja, ich habe mich dann freiwillig gemeldet. Und mein lieber Mann hat mir dann noch hilfreiche Kommentare gegeben. Biene, einmal rechte Spur, einmal linke Spur gehen bitte. Komm. Sag mal was zum Untergrund. Feste Steine, aber arschkalt. Ja, du musst auf Löcher gucken, gell? Löcher und größere Felsen.
Weil deine Frau sich todesmutig in die Fluten gestürzt hat. Ja, sie hatte ja den Auftrag, die rechte Reifenspur zu begehen und danach die linke wieder zurück. Aber das haben wir dann aufgrund des ersten Ergebnisses irgendwie gelassen. Da war dann schon klar, es funktioniert vermutlich ganz gut. Warum ist die Mama durchgelatscht? Ja, vermutlich 10 Grad das Wasser. Easy. Mama, ich will auch zu dir. Ja, wir sind durch. Erstmal. Aber es ist halt immer. Ich kennt den Boden nicht und mit 8 Tonnen Gewicht plötzlich. Santa Maria, 2 Kilometer rechts. Ich sehe ein Schild. Santa Maria Nacional Argentinas. Das ist wahrscheinlich der billigste, aber auch langweiligste Grenzfluss. Da sind die Zöllner. Schau mal, die machen jetzt große Augen. Muss die Grenze zu der Idee sagen, den Paso Maya zu fahren. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Con el vehículo no van a pasar, ¿eh? Eso lo queremos preguntar. No, no van a pasar. Pero, ¿cómo está el río ahora? ¿Está alto? El río está bajo ahora. Ah. Pero al pasar el río tienen, ¿cómo se dice? Lodo, mallín, no sé cómo lo llamarán ustedes. Sí. Pero no, con el vehículo no van a pasar. ¿Nadie ha pasado? No, nadie pasa. Nosotros también tenemos nuestro vehículo, no pasamos. Oh. Llegamos hasta ahí, hasta el río nomás. Ahí no pasamos. Y unos días más tarde. Es que no se puede pasar con vehículo, maestro. Nadie pasa con vehículo. Pero había gente que ya pasaron, ¿no? A pie, en bicicleta, sí. Hay una pasarela para pasar. pasar. Sí, porque hay una pasarela para pasar. Das haben die gesagt. Ja, sehr freundliche Zöllner, aber sie haben uns gesagt, es ist absolut unmöglich und man kann hier zwar das Flussbett hinterfahren, aber dann kommt man nicht über den Fluss drüber und wenn man drüber kommt, bleibt man nachher im Sumpf stecken. Mal schauen. Wir campen jetzt mal hier und morgen schauen wir, wie es weitergeht. Am nächsten Tag sah es dann schon ganz anders aus. Da haben sie uns fast ermutigt, das zu probieren. Und Jetzt geht's doch plötzlich und jetzt haben sie uns dann doch Tipps gegeben, wo es am besten geht. ich habe sogar eine Landkarte gemalt bekommen vom Polizisten höchstpersönlich. Schauen wir mal. Drück die Daumen. Wird schon klappen. Ja, da waren wir eigentlich ziemlich guten Mutes, dass es eine easy Sache wird. Relativ mühsam durch einen dichten, engen Wald gebohrt, langsam. Wir haben halt oft ein Problem mit der Höhe. Wir sind einfach ein bisschen zu hoch. Die erste Suche nach dem Fluss verlief ja eher etwas schwierig.
Leider haben wir uns dann erstmal granatenmäßig verfahren und mussten dann feststellen, dass es da überhaupt nicht weiterging, sondern da war ein Steilabbruch und wir mussten wieder umdrehen. Hier ist auch für einen Gummischluss. Aber so nah am Ziel. Jetzt haben wir gerade fast 2 Stunden Zeit vertan, weil wir einen falschen Weg genommen haben. Jetzt probieren wir einen anderen Weg, nämlich den durchs Kuhgatter und hoffen, dass der richtige ist. Sind wir danach eben die 5-6 Kilometer diese leichte Fahrspur eben runtergefahren. Die Fahrspur war da eigentlich, als wir dann mal auf dem richtigen Weg waren, ganz gut zu erkennen, obwohl auch ziemlich nass und schlammig schon, aber das macht dem Rallo ja Spaß. Wir waren dann im Flussbett des Rio Maya angekommen und ich hatte mir das ab da viel einfacher vorgestellt, aber im Endeffekt ging da die Sucherei erst richtig los. Geht da drüben was? Da geht die Spur rüber. Nein, das Flusswasser kommt hier rein. Wo ist denn die Spur hin? Verlief sich einfach derart, dass du nicht genau wusstest, wo sind die anderen gefahren. Klar, man hat sich dann gedacht, wo kann ich jetzt fahren? Da kommt noch ein größerer Fluss dann aus einem Seitental rein und den gilt es halt zu überqueren. Ziemlich fetter Fluss, findet ihr nicht? Ja, doch. Ich hoffe, wir können ihn umfahren. Wir haben 2 nicht schwimmende Kinder mit. Es gibt sicher nichts Lustigeres, als mit einem im Fluss treibenden LKW plötzlich evakuieren zu müssen. Na dann, toi, toi, toi. Der ist jetzt durchaus ein kräftiger Mann, aber den hat es da einfach mit der Strömung mitgerissen. Wo ist er denn? Da konnte ich nicht mehr am Boden stehen. Es war einfach richtig tief. Ja, und dann haben wir schon ein bisschen Manschetten gekriegt. Das Problem ist halt, wir haben im Grunde wenig Bergemöglichkeiten, außer jetzt Fremdhilfe mit Traktor.